gehe nicht zurück in den Knast, das habe ich mir geschworen. Oliver, bitte denk wenigstens darüber nach. Es sind doch nur ein paar Monate. Und wenn es ein paar Minuten wären, ich gehe nicht zurück in den Knast, eher bringe ich mich um. Der Sound hat was. Weinheim, einer unserer Produzenten, ist demnächst in der Stadt. Ich werde ihm mal davon erzählen. Der Weinheim? Mhm. Ich werd verrückt. Mann, das muss ich sofort Barbie sagen, die flippt aus. Und sie hat gewusst, dass Julia und ich nach der Geburt getrennt wurden. Eine Fremde kann doch unmöglich so viele Details über uns wissen. Du hast dein Versprechen gehalten. Jetzt halte ich meins. Ehrlich? Oh, Barbie, wenn du wüsstest, was das für mich bedeutet. Die ganze Zeit schon. Nee, lass. Beeil dich lieber und komm zur Sache. Ich muss gleich weg. Worauf wartest du noch? Zieh dich aus. Ich hab doch gesagt, dass ich gleich weg muss. Ich kann nicht. Wetten doch? Was ist denn los mit dir? Zieh dich an. Du sollst dich anziehen! Wieso? Willst du nicht mehr mit mir schlafen? Doch. Anders, aber nicht so. Nur mach schon. Ich verstehe dich echt nicht. Wir hatten doch einen fairen Deal. Du bringst mich ins Geschäft und ich gehe mit dir ins Bett. Also falls es dein erstes Mal ist und du vor Aufregung nicht kannst, kein Problem. Das krieg ich schon hin. Nein, das ist es nicht. Was ist das denn? Liegt es an mir? Mach ich dich nicht an? Nein, weißt du, ich war gerade deshalb. Weißt du was? Mach's dir selbst. Ich weiß eigentlich gar nicht, was die Alte von mir wollte. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass sie dir folgt? Im No Limits, glaube ich. Warte mal. Nee, das war schon vorher, vor meiner Wohnung. Ja, das kommt, wenn man seine Adresse im Fernsehen rausposaunt. Ich weiß mittlerweile selbst, dass dieser Auftritt keine gute Idee war. Aber die haben nur meine Telefonnummer eingeblendet. Und woher hatte sie dann deine Adresse? Wenn sie nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, wird sie im Telefonbuch nachgeschlagen haben. Ja, aber merkwürdig ist es trotzdem. Ja, das sehe ich auch so. Hey, du musst ein bisschen lauter sprechen. Ja, so ist besser. Ja, danke, es geht so. Und bei dir? Wie ist das Wetter? Hey, ich denke, in Südamerika ist es immer total heiß. Ja, warum ich immer noch hier bin, das ist so eine Sache. Nein, das hat mit Susanne nichts zu tun. Du, die hat sich dagegen entschieden und damit ist es für mich gegessen. Ja, klar mag ich sie noch. Ja, ich mag sie noch, nur ihr Verfolgungswahn, der geht mir langsam auf den Keks. Ja, weil sie hinter jeder Ecke einen Bullen vermutet. Du, wenn die so weitermacht, dann gehe ich hier noch hops. Deswegen versuche ich auch so schnell wie möglich hier abzudampfen. Ja, warum ich hier immer noch rumhänge? Ich habe keine Knete. Susanne hat auch keine. Ja, mal sehen. Hey, ich muss Schluss machen. Schlechte Nachrichten? Nö, wie kommst du denn darauf? Naja, du siehst nicht gerade glücklich aus. Ja, das liegt daran, dass ich gerade erfahren habe, dass ein Freund von mir, der ist durch die Prüfung gefallen. Ach so. Hallo. Hallo, möchtest du ein Stück Torte?
Ich glaube nicht, ich habe keinen Hunger. Frisch verliebt, hm? Ich habe einfach keinen Hunger. Entschuldige. Wollte dir nicht zu nahe treten. Ist was? Nee. Habt ihr gestritten, Tobias und du? Ach was. Ja, irgendetwas ist doch. Ich habe dir gesagt, dass nichts ist. Mach mir nichts vor, ich kenne dich. Ich bin auch nicht immer nur gut drauf. Tobias hat ein paar finanzielle Probleme. Das macht mir halt so. Und wie hoch sind diese finanziellen Probleme? Schon etwas höherer Art. Wahrscheinlich muss er sein Studium aufgeben und aus Köln wegziehen. Nicht die beste Basis für euch. Warum versucht das nicht mal mit Arbeiten? Ich meine nicht nur Jobben, sondern regelmäßige Arbeit? Ja, wird ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. Und du bist sicher, dass Barbie es ernst gemeint hat? Dabei habe ich mich echt gefreut auf unser erstes Mal. Weißt du, so richtig mit Schmusemusik im Hintergrund, Kerzenschein. Sich ganz lange Zeit lassen. Die absolute Romantiknummer also. Tja. Nur fehlt Barbie wohl leider der Sinn für sowas. Barbie fehlt was ganz anderes. Sie ist nicht in mich verliebt. Sie wollte nur mit mir ins Bett, um mit mir quitt zu sein. Dazu muss man ja nicht zwangsläufig verliebt sein. Ich bin es aber. Und deswegen hat mich ihr Auftritt auch total verletzt. Und jetzt? Also, ich würde ja sagen, lass die Finger von ihr. Aber so verliebt wie du bist, das kannst du vergessen. Da bleibt dir wohl nur eins. Du musst sie anrufen, klaren Tisch machen und eine Aussage von ihr fordern. Und wenn sie sagt, dass ich mich verpissen soll? Weißt du wenigstens, woran du bist? Hey, Win. Na, mit Barbie telefonieren. Nix da. Sie erst ein bisschen zappeln lassen. Sie muss erst ein richtig schlechtes Gewissen bekommen, okay? No Limits, hallo? Ja, der ist da. Kleinen Moment. Frank, Telefon. Das ging aber schnell mit dem schlechten Gewissen. Hallo? Ach, Sophie. Klar kann ich auf dich warten. Was gibt's denn? Willst du mir persönlich verklicken? Und du willst wirklich nichts essen? Nein, danke. Ich habe mir unterwegs einen Kebab reingezogen. Aber ein Glas Wein wirst du doch mittrinken, hm? Nein, ich muss noch fahren. Wie du willst. Erstaunlich ruhig heute. Im Vergleich zu den letzten Tagen. Da hat doch ein Reporter nach dem anderen angerufen. Ja, Gott sei Dank hat der Rummel nachgelassen. Bei mir jedenfalls. Bei mir zum Glück auch. Dann ist diese Verrückte nicht wieder aufgetaucht? Nein. Ja, wahrscheinlich hat man ihr den Ausgang in der geschlossenen gestrichen. Auf mich wirkte sie gar nicht so, als wenn sie aus der Irrenanstalt käme. Das sind die gefährlichsten. Die, denen man es nicht ansieht. Warum behauptet so eine Frau, dein Kindermädchen gewesen zu sein? Um sich wichtig zu machen. Meine Güte, wie lange wollen wir uns denn noch über diese Frau den Kopf zerbrechen? Und warum nennt sie dich dauernd Clara? Keine Ahnung. Weil sie, wie gesagt, nicht ganz dicht ist. Eine andere Erklärung hast du nicht. Ich habe doch gesagt, dass ich es nicht weiß. Jetzt lass uns gefälligst über etwas anderes reden. Ich habe nämlich keine Lust. Aber ich! Es kann doch sein, dass sie mehr weiß, als du zugeben willst, oder? Heute ist wirklich nicht mein Glückstag. Erst Barbie. Und jetzt hat Sophie auch noch rausbekommen, dass ich hinter ihrem Rücken im Studio war. Jetzt warte doch erst mal ab. Vielleicht will Sophie aus einem ganz anderen Grund mit dir sprechen. Klar, übers Wetter zum Beispiel. Ja. Okay. Mal angenommen, sie hat's wirklich rausbekommen und will deswegen mit dir reden. Dann sag ihr einfach. Erzähl ihr einfach die Geschichte.
Ja, Sophie ist eine Frau. Und Frauen stehen nun mal auf Love Stories. Na gut, ich stehe aber nicht darauf, mir die nächsten Wochen ihre Vorträge anzuhören. Tja, da musst du dir eine gute Ausrede ausdenken. Am besten Verbindung mit einer Entschuldigung. Das zieht immer. Mir fällt weder das eine noch das andere ein. Okay. Wie wär's damit? Sophie, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe und es tut mir schrecklich leid, aber wenn ich es nicht getan hätte, würde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen. Ja, nicht schlecht. Ich garantiere dir, der Spruch, Blumen und dein treuer Dackelblick. Und Sophie wird dir fast alles verzeihen. Blumen, ja, das ist keine schlechte Idee, aber wo bekomme ich die jetzt noch her? Ach, zur Not reicht doch der Blick. Hallo, ihr zwei. Hi. Auch hi. Ja. Bevor du irgendetwas wegen dem Tape sagst. Frank. Wie soll ich sagen? Weinheim, unser neuer Produzent, will es sich mal anhören. Was? Tja, ich habe ihm gesagt, dass es ganz vielversprechend klingt und er möchte, dass du morgen früh die Präsentation machst. Er will es sich anhören. Ja, ich glaube, genau so sagt sich gerade. Frag nicht so blöd, mach's. Ja, klar, morgen früh, Präsentation, kein Problem. Wir sehen uns dann morgen früh in meinem Büro, okay? Sophie. Ja, finde ich eine gute Idee. Wollte ich dir eh schon vorschlagen. Dann frag ihn doch einfach. Wenn er an dem Job interessiert ist, kann er, wie gesagt, jederzeit bei mir anfangen. Ja, mache ich. Gut. Bis dann. Ja, tschüss, Arno. Ja, gut, dass du da bist. Arno hat gerade angerufen. Er sucht eine Aushilfe für eine seiner Baustellen. Vielleicht wäre das ja was für dich. Naja, ein paar Stunden die Woche und ist gut bezahlt. Cash. Ja, die Kohle könnte ich gebrauchen. Was gibt's da noch zu überlegen? Eigentlich gar nichts. Okay, ich mach's. Ja, willkommen im Club. Werbung, Rechnung, Auto unwichtiges Zeug. Tja, was soll ich sagen? Unkonventionell. Ja, unkonventionell wäre wohl der richtige Begriff dafür. Sie finden es also beschissen? Wenn ich beschissen gemeint hätte, hätte ich beschissen gesagt. Wer hat diese recht eigenwillige Mischung eigentlich gefahren? Ich? Alle Achtung. In einem Studio von einem Freund. Ja, wie auch immer, ich werde auf alle Fälle darüber nachdenken, ob und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Heißt das, wir bekommen einen Plattenvertrag? So schnell geht das auch wieder nicht. Erst muss ich noch mit ein paar Leuten reden. Okay, wie Sie wollen, reden Sie. Ich werde mich auf jeden Fall bei Ihnen melden. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und danke, dass Sie sich das Tape angehört haben. Dafür bezahlt man mich ja schließlich. Sie denken an die Besprechung nachher? Ja. Dann bis gleich. Yo! Alle Achtung. Das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Hast du jetzt nicht gedacht, hä? Naja. Ohne meinen Kumpel wäre das Demo wahrscheinlich nie zustande gekommen. Kenne ich diesen Kumpel nicht zufällig? Nein, das glaube ich nicht. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, als ich als Roadie gejobbt habe. Ach so. Komisch. Ich meine, wenn er ein eigenes Tonstudio besitzt, dann müsste ich ihn zumindest vom Hörensagen kennen. Er hat gar kein eigenes Studio. Er kennt nur jemanden, der jemanden kennt, der jemanden... Ach, entschuldigen Sie bitte. Darf noch ein Kaffee sein? Nein, danke, ich möchte gern zahlen. Das macht dann 2,80 Mark. Ja. Sagen Sie, ich bin zwar fremd hier, aber hat vielleicht jemand nach mir gefragt? Nein. Sind Sie denn mit jemandem verabredet? Nicht direkt.
Stimmt so. Dankeschön. Ach, noch eine Frage. Bitte? Haben Sie vielleicht einen Zugfahrplan? Oh, tut mir leid, nein. Wo soll denn die Reise hingehen? Nach Westerfelde. Oh, soll ich Ihnen ein Taxi rufen zum Bahnhof? Nein, danke. Ich nehme die Straßenbahn. Wie Sie wollen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Rate mal, wo ich die gefunden habe. Hm? Verstehe. Du machst wohl von deinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Kein Problem, ich werde es dir sagen. Sie lag auf dem Mischpult im Tonstudio. Jeder kann sie vergessen haben. Richtig. Und ich weiß sogar, wer dieser Jeder ist. Dieser Jeder ist nämlich eine Jede. Also gut. Ja. Ich habe das Demoband hier im Studio gemacht. Aber es tut mir wirklich leid. Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, Barbie zu helfen. Dann hilf mir mal bitte kurz auf die Sprünge und sag mir, wie du da reingekommen bist. Normalerweise ist da doch abgeschlossen, wenn keiner drin arbeitet. Ich habe mir einen Schlüssel nachmachen lassen. Du hast was? Ich bin zum nächsten Schlüsseldienst und habe mir einen Nachschlüssel organisiert. Und woher bitteschön hattest du das Original? Ich habe mir dann mal kurz ausgeliehen. Das ist ja wohl... Mein eigener Bruder beklaut mich. Weißt du, was hier los ist, wenn die das rauskriegen? Aber das weiß doch kein Schwein. Und ich werde es auch nie wieder tun, versprochen. Das will ich dir auch geraten haben. Du bist also nicht sauer auf mich? Doch, ein bisschen. Du bist ein Goldstück, Schwesterchen. Ich mache mich dann jetzt mal vom Acker, ey? Frank! Hast du nicht was vergessen? Was denn, mein Goldstück? Deinen Schlüssel fürs Tonstudio. Ich meine, vergessen, ihn hier zu lassen. Hallo? Sag mal, bist du verrückt? Was machst du hier? Was wohl? Ich will mit dir reden. Ja, hätte es nicht Zeit gehabt bis heute Abend, da sehen wir uns eh. Das ist vielleicht schon zu spät. Was ist passiert? Gar nichts. Es wird auch nichts passieren. Vorausgesetzt, du behältst die Nerven. Fängst nicht an, hinter jeder Ecke eine Horde Bullen zu vermuten. Ja, du hast gut reden, bei dir ruft ja auch nicht alle paar Tage die Frau Kommissarin an oder steht mit ihrem Assistenten vor der Tür. Und wenn schon, solange du dich normal verhältst, wird keiner auf die Idee kommen zu vermuten, dass du weißt, dass ich mich hier aufhalte. Dann sag mir doch mal, wie man das macht, sich normal zu verhalten. Bleib locker. Tu genau das, was alle anderen auch tun. Ja, dann sollten wir uns doch am besten ein Reihenhaus kaufen und ich verabschiede dich jeden Morgen mit einem Kuss ins Büro. Das ist eine gute Idee. Ich wollte sowieso anfangen zu jobben. Weißt du, da hat der Tim mich drauf gebracht. Dein Vater sucht doch eine Aushilfe. Naja, da ich sowieso knapp bei Kasse bin, da dachte ich mir, vielleicht rede ich mal mit deinem Vater. Ja, vielleicht kann er ja einen kräftigen Jungen mit Bauerfahrung gebrauchen. Das ist doch nicht dein Ernst. Warum nicht? Weil du auffliegen wirst. Das ist ein Quatsch. Arbeiten ist das Normalste von der Welt. Und wenn sie eine Razzia machen auf der Baustelle? Und wenn schon. Meine Papiere sind okay. Aber falsch. Weißt du vielleicht eine bessere Art, wie ich an Knete kommen soll? Nein. Da siehst du. Ja? Entschuldigt, das Essen ist fertig. Ich wollte nur fragen, ob ihr mitessen wollt. Oh, da sage ich nicht nein. Mein lieber Junge, wenn du mehr über Clara wissen willst, dann komme am Donnerstagvormittag ins No Limits. Ich warte dort auf dich. Mist, das ist ja heute. Und? Was hat Sophie zu dem Nachschlüssel gesagt? Nicht viel. Sie war natürlich ein bisschen sauer und ich musste ihn zurückgeben. Aber ich glaube, irgendwie hat sie verstanden, dass ich es tun musste. Tja, Frauen lieben nun mal ein Happy End. No Limits, hallo? Jan, hi, wie geht's? Danke. Sag mal, Cleo, sitzt zufälligerweise eine ältere Dame bei dir, die so aussieht, als wenn sie auf jemanden warten würde? Ja, aber das heißt nein. Es war eine ältere Frau hier, aber die ist schon wieder eine ganze Weile weg.
Wieso? Ist irgendwas passiert? Erzähl ich ein anderes Mal. Hat sie gesagt, ob sie wiederkommen wollte? Das glaube ich nicht. Sie hatte Koffer dabei und war auf dem direkten Weg zum Bahnhof. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wo sie hinfahren wollte, dann hast du etwas gut bei mir. Das weiß ich. Sie wollte in Westerwald. Oh nee, Quatsch, Westerfelde. Sie wollte nach Westerfelde. Mhm. Ja, danke. Bitte. Ich habe so viele Jobs gemacht. Warum nicht auf dem Bau arbeiten? Ich kann Sie nur warnen. Das ist ein Job, der auf die Knochen geht. Ja, das ist genau das, was ich suche. Ich habe in den letzten Jahren viel zu lange gesessen. Ja, so schön das Studieren ist. Aber die meiste Zeit verbringt man halt doch unterm Schreibtisch, im Bett oder in der Kneipe. Hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Fürchte, das war die letzte. Also gehe ich in den Keller und hole eine neue. Das kann ich doch machen. Dann kann ich mich für die nette Einladung revanchieren. Vorausgesetzt, ich finde die Kellertür. Leise hinter der Treppe. Ja, vorsichtig! Der Lichtschalter ist nicht leicht zu finden. Tobias ist wirklich ein Typ, der sofort zupackt, ne? Ist was? Ist halt die Kellertreppe runtergefallen. Er hat den Lichtschalter auf Anhieb gefunden. Halt! Warten Sie! Entschuldigen Sie, dass ich erst jetzt komme, aber ich habe den Brief nicht früher gefunden. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Von Cleo, der Bedienung aus der Kneipe. Sie hat mir gesagt, wo Sie hinfahren wollen. Verstehe. In dem Brief haben Sie geschrieben, dass Sie mir etwas über meine Mutter erzählen kann. Mein Zug fährt gleich. Bitte. Das kann man nicht in 3 Worten erklären. Dann bleiben Sie doch einfach hier. Ich kann nicht. Du glaubst mir doch sowieso kein Wort. Ich muss nach Hause. Sagen Sie mir, wo ich Sie erreichen kann. Oder verraten Sie mir zumindest, woher Sie so viel über meine Familie wissen. Sie waren nie Clarice, das Kindermädchen, das weiß ich jetzt. Es war eine Notlüge. Entschuldigen Sie bitte. Nur wenn Sie mir sagen, wer Sie sind. Mein Junge. Bitte! Wer sind Sie? Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich bin Clarissas Mutter. Deine Großmutter.